Zuletzt haben wir es endlich aus Port Sawyer geschafft. Gemeinsam mit unserem Freund Attila und seiner Venture ging es für uns nach Port de Pollença. Quasi das Basecamp der Segel-YouTuber hier auf Mallorca. Doch aufgrund eines Stromproblems und einer Sturmwarnung haben wir uns zum ersten Mal, seit wir auf den Balearen sind, in einem Hafen versteckt. Ach, und ein mallorquinisches Wasserflugzeug durften wir beim Starten auch beobachten. Aber jetzt hält uns nichts mehr. Der Anker kommt hoch und wir ziehen weiter in die nächste Bucht. Wir wollen jetzt weiter zur nächsten Bucht. Hier ist es uns viel zu bumpy. Es ist auch so die letzte Bucht. Dann ist alles offen bis zur Ostseite, glaube ich. Das heißt, so unser letzter Stopp im Norden. Wir hatten jetzt auch überlegt, ob wir Menorca noch mitnehmen. Wir haben jetzt noch 2 Wochen Zeit, bevor Freunde von uns besuchen kommen. Aber wir sind uns noch unsicher, weil Wetter sagt bisher nope. Ankerplatz auf jeden Fall angenehm in dem Sinne, dass die Boote sehr, sehr weit auseinander sind. Kann hier ruhig mal 50 Meter Kette geben. Problem hier ist aber erstens, wenn man näher am Land sein will, da sind überall dieses ganze illegale Bojenfeld. Man könnte theoretisch an einer Boje wieder festmachen, wäre auch möglich. Zweite Problem ist, hier ist dieses Wasserflugzeug, ist beim ersten Mal, glaube ich, ganz spannend zuzugucken, wie es startet und auch mal so durchfährt. Aber danach wird es ja etwas nervig. Die trainieren halt 2 bis 3 Mal die Woche. Das heißt, hier wird es auch, wenn es landet, wenn es startet, extrem laut und auch sehr, sehr wackelig. Und hier ist auch so ein Bojenfeld. Das darf man absolut nicht in der Nähe sein, weil da füllt es Wasser auf, beziehungsweise da landet es oder startet es. Hier ist dann dementsprechend auch öfters die Wasserschutzpolizei, die dann hier das absichert. Genau, und wenn man hier jetzt weiter außen ist, so wie wir am Nadelöhr, dann alles, was hier so rein und raus fährt, fährt an uns vorbei. Dementsprechend ist es echt auch tagsüber gar nicht so entspannt, wie es den Anschein weckt. Genau, deswegen hatten wir gesagt, jetzt reicht uns ein Tag. Weiter geht's. Genug von der Bucht. Shake 'em up, yeah, you got it. Kiss it for luck and throw it like you want it. I'm talking 7-Eleven, 7-Eleven, I'm on a run that Vegas never seen before. So why run for the door? Baby, let the good times roll, go, roll with the punches and no matter how you roll the dice, let the good times roll, let the good times roll, go, roll with the punches and no matter what it looks like, let the good times roll. I hit the jackpot with you. Everybody going crazy, they don't know what to do. Lady luck got me going on a run, who knew? They can't pull me away 'cause I'm stuck like glue. Baby, let the good times roll, go, roll with the punches and no. Der Wind kommt direkt von hinten. Wir segeln also einen sogenannten Vorwindkurs. Damit uns das Ganze nicht um die Ohren fliegt, sichern wir den Baum extra mit einer Leine ab. Wenn der Wind nämlich nur einmal dreht, könnte der Baum plötzlich mit voller Wucht auf die andere Seite knallen. Und das wäre saugefährlich. Und weil wir gerade so gemütlich dahin gleiten, nutzt Dennis die Chance und macht vorne ein paar richtig schöne Aufnahmen. Null Knoten Wind. Ich muss mich im Schatten verstecken. Das ist einfach so heiß. Typisch Dennis, es ist draußen bullenheiß. Und was macht er? Erstmal einen heißen Kaffee aufbrühen. Und das natürlich auf die faule Art. Da ist die Venture. Da müssen wir hin. Dann schaffen wir es nicht durch.
Nicht ohne Wände. Zeit für die nächste Wende. Neuerdings tauschen wir öfter mal die Rollen. Dennis geht an die Segel, ich ans Steuer und übernehme das Kommando. Aber mal unter uns. Ich habe eigentlich immer das Kommando. Dennis also mehr an die Segel und ich mehr ans Steuer und Kommando. So kriegen wir ein besseres Gefühl für das Boot und auch im Ernstfall weiß jeder direkt, was zu tun ist. Kaum Snacks geholt, schon geht es an die nächste Wende. Es sind nur 13 Meilen zur nächsten Bucht. Deswegen können wir uns auch Zeit nehmen. Der hat ein Segel mehr. Das hier. So, Attila gegen uns. Wir haben ihn schon eingeholt, immerhin. Aber ich glaube, er überholt uns. Attila überholt uns. Attila! Wir sind echt froh, dass das Segel uns gerade Schatten spendet. Denn der Wind ist heute super lau und bringt 0 Abkühlung. Und wir freuen uns auch, dass unser Freund Attila immer noch mit uns segelt. So, Attila eingeholt mit seiner eigenen Taktik. Immer schön außerhalb, außen rumfahren. Sind wir schon auf gleicher Höhe. Das Rennen bleibt spannend. Dann gehe ich mal kochen. Es ist schon die 5. Stunde und wir segeln 2,5 Knoten. Mann, ich hätte nicht gedacht, dass es ein kompletter Tagesausflug wird, eine Bucht weiter zu segeln. Aber wir sind dick weiter vor Attila. Das ist doch schon mal ein Tagessieg. Während wir essen und Schmetterling segeln, erwischt uns Attila. Das Race haben wir zwar verloren, aber auch nur knapp. Angekommen haben wir ein wenig das Dorf erkundet. Doch es war einfach super heiß und mega überfüllt. Also wieder zurück zum Boot. So, an einem viel zu heißen Tag hat Doro beschlossen, sind produktiv unsere Vorkabine auszuräumen. Jetzt wird alles vorbereitet für unsere ersten Gäste. Seit Danzig hatten wir niemanden mehr an Bord, der bei uns übernachtet hat. Wir sind mega aufgeregt und freuen uns riesig auf bekannte Gesichter. Platz wäre für 2 Mann eingequetscht. Aber da müssten wir wissen, wo wir diese Kleidung hinmachen. Und unser praktisch Herbst-Winterzeug. Um pünktlich am Treffpunkt zu sein, müssen wir weiter. Der Wind war leider nicht wirklich auf unserer Seite und ich hatte ehrlicherweise ein bisschen Bammel wegen der Zeit. Dennis musste sich voll auf die Fahrt konzentrieren, deshalb gibt es von hier auch wenig Aufnahmen. Wir haben es geschafft. Nur der Ankerplatz war eine absolute Katastrophe. Normal im Bett liegen? Vergiss es. Wir sind hin und her gerollt.
Wir dachten wirklich, das Boot wird nur an diesem einen Tag so fies durchgeschüttelt. Falsch gedacht. Zu einem Überfluss hatte Attila noch einen Termin an Land, also durften wir auch noch sein Boot sitten. Nach ein paar Stunden nonstop Gewackel reicht es uns. Wir flüchten an den Strand. Egal wie, Hauptsache fester Boden unter den Füßen. Wir Glückspilze haben auch noch einen Sonnenschirm geschenkt bekommen. Richtiger Strandurlaub also. Oder eher Zwangsurlaub am Strand? Gefühlt wird es auf dem Wasser jeden Tag schaukeliger. Es ist mittlerweile sogar so wild, dass ich das YouTube-Voice-Over hier an Land aufnehmen Keine muss. andere Wahl gelangt. Statt uns einmal auf Kies haben wir jede Regel ein Haus und den Hafen und den Schönes Städtchen. Die haben aber hier auch gefühlt jedes zweite auf Deutsch ausgeschrieben. Preise sind hier auch human, dafür, dass es relativ frisch ist. Das ist nice. Das ist die Posidonia-App. Sieht man es überhaupt? Naja, hier ist auf jeden Fall das Grüne, da dürfen wir nicht dran ankern. Das ist geschützt. Das heißt, überall wo nicht grün ist. Wir wollen genau hier in diese Bucht. Nächster Stopp, Cala Molto. Und oh wow, war diese Bucht voll. Man durfte hier nur an ganz wenigen ausgewiesenen Stellen ankern. Und? Hat es hier weniger geschaukelt? Absolut nicht. Immer noch die volle Ladung Schwell. Nun gut, wir wollen auch nicht im Boot versauern, sondern die schöne Insel erkunden. Um genau zu sein, das Castel de Cap de Pera. Eine super schöne Burg. Nur ein Fehler sollten wir in Zukunft vermeiden. Im August zur Mittagszeit auf einen Berg wandern. Ach, und Dennis hatte Geburtstag und er hat sich etwas ganz Verrücktes gewünscht. Eine 1 Meter lange Pizza. Und die hat auch noch richtig gut geschmeckt. Ende von unserem Ausflug. letzter Ausflug mit Attila. Letzter Ausflug mit Attila. War ein schöner Ausflug. Ja, das war es wirklich. Und morgen trennen sich unsere Wege. Während wir weiter nach Calabona müssen, segelt Attila rüber nach Italien. Denn auch er bekommt bald Besuch. Also heißt es jetzt, Abschied nehmen. Aber er ist auch ein richtiger Segler. Ich überrede ihn, dass er auch einen Kanal machen soll. Der alte Ganove. Und dann kommt er mit dem Dingi hergeschwommen. Vielleicht sollte ich ihn Onkel Rambo taufen. Weiß warum, ne? Prost! Nochmal. Prost. So, Attila, sag noch ein letztes Wort. Ein letztes Wort. Deine letzten Worte. Meine letzten Worte. Tschüss. Tschüss. Nun, kurz und schmerzlos. Wir werden Attila vermissen. Wir waren jetzt gemeinsam 10 Wochen unterwegs auf den Balearen. Vielleicht schaffen wir es ja, ihn in Italien zu erwischen. Für uns ging es bei absolut null Wind und unter Motor weiter. Und wie es aussah, waren wir nicht die einzigen Segler, die heute Strecke machen mussten. Willkommen in Calabona. Es ist ein total interessantes Gefühl. Das ist der erste Hafen auf den Balearen, in dem wir mal nicht wegen dem Sturm flüchten müssen, sondern einfach so reinfahren. Und unser Besuch? Dieser hat uns vor ziemlich genau 2 Jahren schon mal auf dem Boot besucht. Damals noch in Lauterbach. Mein Highlight war, als wir die Leine hochgezogen haben, durchgezogen haben. Verspätetes Geburtstagsessen. Nice, guten Appetit. Zusammen mit ihrem Freund Adrian, die einen gemeinsamen Kurzurlaub mit uns verbringen möchten. Lass dich nicht stören. Die Herausforderung auf unserem Boot war es, den kleinen Holztritt zu vermeiden, der schon einen leichten Riss hat. Ah ja, easy. Hat nicht geklappt. Natürlich haben wir mit den beiden sofort einen Ausflug auf der Nami gemacht. Und sie waren hellauf begeistert vom Segeln. Als Revanche für die Bootstour haben Lisa und Adrian uns dann mit ihrem Mietwagen die Insel von Land aus gezeigt. Ein cooler Tapetenwechsel.
Und weil Dennis ja gerade erst Geburtstag hatte, haben uns die beiden mittags noch zum Essen eingeladen. Also ich könnte mich glatt dran gewöhnen, dass Dennis eine ganze Geburtstagswoche feiert. Leider gingen diese 4 Tage viel schneller rum, als uns lieb war. Aber nach dem Besuch ist vor dem Besuch. Der nächste Gast stand nämlich schon fast in den Startlöchern. Doch wer das ist, das zeigen wir euch in der nächsten Folge.